Hallo zusammen, ich bin's. Eine ganz kurze Anmerkung eben meinerseits. Und zwar hatte ich in den ersten beiden Sessions, soll heißen die ersten beiden Ingame-Tage und insofern auch die ersten beiden Gedichte, so ein kleines Problem mit der Aufnahme. Und zwar war erst in der ersten Session, weil das Spiel wohl erst aus dem mehr oder weniger Windowed-Modus ins Vollbild gewechselt wurde, durch mich natürlich. Leider, während die Aufnahme schon lief, hat sich das irgendwie verhaspelt. Deswegen war zum einen wechselndes Standbild, aber es war Standbild, das sich halt nur ein paar Mal gewechselt hat im Laufe der ganzen Session. Und die Belichtung war auch ganz merkwürdig. Das kann man sehen am Anfang der ersten Folge. Da ist im Hauptmenü noch ein bisschen sehr hell kontrastiert zu. So ungefähr sah das aus. Du kannst halt, ne, es war echt nicht so gut. Du kannst halt die Gesichter kaum erkennen und so, das war halt Mist. Deswegen musste ich die erste Session einmal nachaufnehmen. Wobei, was heißt nachaufnehmen? Ich hatte mein Audio immer noch. Ich musste halt nur das Bildmaterial des Spiels nachladen, sag ich mal, und ein bisschen zurechtschneiden. Aber alles kein großes Problem. Es hat ein bisschen Arbeit gekostet, aber es hat funktioniert. Und Gott sei Dank ist es so ein Spiel und nicht ein Spiel wie Dark Souls oder sowas, weil das wäre einfach ruiniert gewesen. Da wäre die ganze Aufnahme am Arsch gewesen. Das wäre echt scheiße gewesen. Aber thank Gott, es ist sowas hier. Ja, und ich weiß, was war denn beim zweiten jetzt noch? Genau, die zweite Session hatte Standbild. Die Belichtung war gut, aber es war halt Standbild, weil, und zwar komplettes Standbild, wohl weil ich für die Aufnahme rausgetappt bin aus dem Spiel und dann war das Standbild halt quasi der Pause-Screen. Und es ist nix. Es hat sich irgendwie so verbuchst, dass es nicht weiterging. Aber das konnte ich auch lösen auf die gleiche Art und Weise. Und die Aufnahme ist gut geworden, nur das einzige Problem, weswegen ich das jetzt eigentlich auch gerade mache, ist, jedes Mal, wenn man ein Gedicht schreiben muss, werden die Worte, die du auswählen kannst, halt random generiert. Auch wenn du diesen gleichen Save-Punkt hast, ich hab's einmal gecheckt und das gleiche Ding zweimal geladen, die Wörter sind jedes Mal variiert und jedes Mal anders. Deswegen konnte ich das nicht 1:1 nachstellen, deswegen ist das Bild und die angezeigten Worte jetzt nicht genau gleich, beziehungsweise vollkommen anders zu dem, was ich sage und was ich auswähle eigentlich. Nur, dass da keine Verwirrung besteht. Das wollte ich noch ganz kurz sagen. Und, ja. Ich wünsche noch viel Spaß bei, unserem süßen, kleinen, romantischen Gedichtschreibspielchen. Viel Spaß! Okay, I see. Jetzt frage ich mich aber, warum nur die 3 und nicht Monika in dieser, da unten im ich mag sie ist süß. Warum nur die 3 da unten sind? Okay, wie setzen wir das denn auf? Ich suche mir hier jetzt ein Wort aus und ich habe 20 Wörter, die ich so aussuchen. Also, nee, warte. Ja, ich muss 20 Wörter aus verschiedenen Pools aussuchen, ja? Okay. Wie würde ich denn anfangen? Ich glaube, wenn ich ein erstes Gedicht schreiben müsste für, in Anführungszeichen, Fremde mehr oder weniger, würde ich irgendwas magisch-philosophisches aufsetzen, was ich wahrscheinlich gut mit, Depression finde ich auch gut, by the way, was ich aber gut aufziehen kann mit einem Daydream. Denn ein Tagtraum kann große Bedeutung haben. Boop. Boop. Hätte ich jetzt einen Seehund dabei, dann wäre das genau das Wort. Ein Tagtraum. Denn ein Tagtraum ist friedlich. In welcher Situation auch immer du dich befindest. Und was immer er dir zeigen kann, kann etwas ganz Eigenes sein. Etwas, das dein Leben vielleicht sogar verändert.
generell die Tagträume. Tagträume sind nichts anderes als Lebensträume, oder? Wahrscheinlich etwas vollkommen anderes, aber ich stelle es jetzt einfach gleich. Und so ist das mit Philosophie. Klick. Ja, Kontamination, nice. Nightgown. Denn ein Tagtraum kann verfliegen, so schnell wie er kam, und alles, was bleibt, ist das After-Image. Ein schwaches, schnell vergehendes After-Image, das innerhalb kürzester Zeit zu nichts anderem als einer Erinnerung wird. Wenn du dich überhaupt daran erinnern kannst. Denn dies ist das Leben. Ein Ablauf. Ein unending Ablauf von Geschehnissen, von denen jedes einzelne zu einer Erinnerung wird. Ob gut oder schlecht, das liegt nicht in unserer Macht. Und manchmal kann eine Erinnerung auch Komfort spenden. Manchmal aber auch nicht. Und manche Erinnerungen sind sogar so stark, dass sie Emotionen in dir auslösen. Gute wie schlechte. Aber was immer es für Emotionen sind wir doch incapable, diese Erinnerung zu ändern. Denn sie sind ewig da, bis wir sie vergessen. Klingt sehr traurig. Denn eine Erinnerung, solange sie nicht teuer ist und fest im Herzen verankert ist, kann vergehen. So wie Raindrops auf einer Glasscheibe. Und wie in dem Moment, in dem man diese Regentropfen an der Scheibe hinunter sausen sieht, hat man früher immer gemacht, sich auch für einen Regentropfen entschieden und gehofft, der kommt als erstes an. Stellt man sich viele Fragen. Viele Fragen über das Leben, über das eigene Leben, über Erinnerungen und die Zukunft. Und man fragt sich, kann man wohlen Gewissens nach vorn blicken und seine Destiny annehmen, so wie man ist, oder muss man sich verändern? Sollte man sich verändern? Ist man ein clumsy Marshmallow, by the way? Es ist eine ganz gewisse Art von Insight, die du über dich selbst erlangen musst. Denn nur wenn du diese Insight hast, Suicide, kannst du dich umbringen, nein. Denn erst wenn du diese Insight über dich selbst wirklich hast, dann erkennst du die Schönheit in deinem Inneren. Es sei denn, du bist ein Arschloch und hast keinerlei Schönheit in dir drin, aber das ist was anderes. Manchmal braucht eine solche Erkenntnis, solch Insight sehr viel Zeit. Und manchmal ist die Zeit, die dir gegeben hat, die Zeit, die dir gegeben ist, nicht genug. Und die Dinge entstehen unkontrolliert. Und wann immer die Dinge geschehen, ist die Frage, wie kommst du daraus? Es ist oft mit Anxiety verbunden. Aber diese sollte man überwinden, um das meiste aus seinem Leben zu machen. Denn die Welt ist weit. Unendlich weit. So wie das Universum. So wie die Ewigkeit. Und auch wenn man meint, man ist zufrieden mit dem, wie man ist man erst wirklich vollkommen, wenn man diese Insight
über sich selbst erlangt hat. Erst dann bist du wirklich, wer du bist. Und deine Erinnerungen sind die Melodie deines Lebens. Und sobald du weißt, wer du bist, kannst du zu dieser Melodie singen. Und so du diesen Punkt erreicht hast, dann erreicht deine Reise ihren Höhepunkt. Die Reise durch die Welt. Und dir wird klar, egal was war in der Erinnerung, was für Schicksalsschläge schon geschehen sein mochten, diese Welt, dieses Leben ist wundervoll. Hi again, Skirt Flipper! Hi again, Monika! Es ist direkt der Morgen, das war jetzt weniger ein Gedicht als mehr ein poetischer Monolog, aber ja, es ist wahrscheinlich vollkommen egal, was ich jetzt gerade gelabert habe. Aber, etwas Kernessenz schadet niemandem. Hi again, Skirt Flipper! Glad to see you didn't run away on us. Nah, don't worry. This might be a little strange for me, but at least keep my word. Well, I'm back at the Literature Club. I was the last to come in, so everyone else is already hanging out. Thanks for keeping your promise, Skirt Flipper. I hope this isn't too overwhelming of a commitment for you. Making you dive headfirst into literature when you're not accustomed to it. Ah, come on, like he deserves any slack. Sayori told me you didn't even want to join any clubs this year. And last year too. I don't know if you plan to just come here and hang out or what. But if you don't take us seriously, then you won't see the end of it. There we go. Natsuki, you certainly have a big mouth for someone who keeps her manga collection in the club room. Natsuki finds herself stuck between saying Monika and manga. Manga is literature! Swiftly defeated, Natsuki plops back into her seat. Don't worry, guys. Skirt Flipper always gives it his best as long as he's having fun. He helps me with my busy work without me even asking. Tue ich das? Like cooking, cleaning my room. Warum helfe ich ihr beim Zimmer aufräumen? How dependable. Sayori, that's because your room is messy. It's distracting. It's so messy, it's distracting. And you almost set your house on fire once. Is that so? Der Gesichtsausdruck ist toll. You two are really good friends, aren't you? I might be a little bit jealous. How come? You and Skirt Flipper can become good friends too. Okay, sie ist cute. Sie ist mein Favorite, glaube ich, bisher. Sayori. As usual, Sayori seems oblivious to the weird situation she just put me into. Oh, Yuri even brought you something today, you know? Wait, Sayori. Me? Not really. Don't be shy. It's really nothing. What is it? Never mind. Oh, kawaii. Sayori made it sound like a big deal when it's really not. What do I do? I'm sorry, Yuri. I wasn't thinking. I guess that means it's up to me to rescue the situation. Hey, don't worry about it. First of all, I wasn't expecting anything in the first place. So any nice gesture from you is a pleasant surprise. It'll make me happy no matter what. Is that so? Yeah, I won't make it a big deal if you don't want it to be. Alright. Well, here. Yuri reaches into her bag and pulls out a book. I didn't want you to feel left out, so I picked out a book that I thought you might enjoy. It's a short read, so it should keep your attention, even if you don't usually read. And we could, discuss it if you wanted. Oh, she's cute. This is... How is this girl accidentally being so cute? She even picked out a book she thinks I like, despite me not reading much. Yuri, thank you! I'll definitely read this. I enthusiastically take the book. Phew. Well, you can read it at your own pace. I look forward to hearing what you think. Now that everyone's settled in, I expected Monika to kick off some scheduled activities for the club. But that doesn't seem to be the case. Sayori and Monika are having a cheery conversation in the corner. Yuri's face is already buried in the book. I can't help but notice her intense expression, like she was waiting for this chance. Chance? Yeah. Meanwhile, Natsuki is rummaging around in the closet. I'm really curious to talk to Yuri a little bit more, but at the same time I will feel bad for distracting her from reading. I catch a glimpse of the cover of her book. It looks like the same book that she lent to me.
More than that, she seems to be on the first few pages. Ah. Crap. I think she noticed me looking at her. She sneaks another glance at me, and our eyes meet for a split second. Yes, yes, yes! But that only makes her hide her face deeper in her book. Sorry. I was just spacing out. I muttered this, sensing I made her uncomfortable. Oh, that's fine. If I was focused, then I probably wouldn't have noticed this in the first place. But I'm just rereading a bit of this, so... That's the book that you gave me, right? I want to reread some of it. Not for any particular reason. Just curious, how come you have 2 copies of the same book? Well, when I stopped at the bookstore yesterday... that's not what I meant. I mean, I just happened to buy 2 of them. Ah, I see. Hat sie mir echt das Buch gekauft? Und wahrscheinlich hat sie mir auch die neue Kopie gegeben und nicht ihre alte. Oh, darling. There's something fairly obvious here that Yuri isn't telling me, but I decide to let it go. I'll definitely start reading it soon. I'm glad to hear. Once it starts to pick up, you might have a hard time putting it down. It's a very engaging and relatable story. Is that so? What's it about, anyway? Well... Yuri closes the book and scans her eyes over the back. The book is titled Portrait of Markov. Sounds Rutsky to me. There's an ominous-looking eye symbol on the front cover. Alright, I just wanted to make sure I don't accidentally give anything away. Basically, it's about this girl in high school who moves in with her long-lost younger sister. But as soon as she does so, her life gets really strange. She gets targeted by these people who escaped from a human experiment prison, and while her life is in danger, she needs to desperately choose who to trust. No matter what she does, she ends up destroying most of her relationships and her life starts to fall apart. Schön. That's an easy read here. Dir gefällt es vielleicht. Alles Chaos, alles kaputt. That's kind of dark, isn't it? Yuri made it sound like it was going to be a nice story, so that dark turn came from nowhere. Yuri gently giggles all of a sudden. Are you not a fan of that sort of thing, Skirt Flipper? Yes, I am. No, it's not that. I mean, I can definitely enjoy those kinds of stories, so don't worry. I hope so. Yeah, I totally forgot that Yuri is into those things. She's so shy and reclusive on the outside, but her mind seems to be completely different. It's just that those kinds of stories may challenge you to look at life from a strange new perspective. When horrible things happen not just because someone wants to be evil, but because they have their own goals, or their own philosophy that they believe in. Then suddenly when you thought you related to the protagonist, they made out to be the naive one for letting their one-sided morals interfere with the villain's plans. I'm rambling, aren't I? Not again. I'm sorry. Hey, don't apologize. I haven't lost interest or anything. Well, I guess it's alright then. But I feel like I should let you know that I have this problem when I let things like books and writing fill my thoughts. Look at her, she's so cute! No joke. I kind of forget to pay attention to other people. So I'm sorry if I end up saying something strange. And please stop me if I start talking too much. That's... I really don't think you need to worry. That just means you're passionate about reading. The least I can do is listen. It's a literature club after all. Well, that's true. In fact, I might as well get started reading it, right? You don't have to. What are you saying? Just a moment ago you said you were looking forward to it. Let me just get the book. I quickly retrieved the book that I had put into my bag. Alright. It's fine if I sit here, right? I slip into the seat next to Yuri's. Oh Gott, das geht richtig gut los. Yeah. Are you sure? You seem a little apprehensive. I'm sorry. It's not that I don't want you to. It's just something I'm not very used to. That is, reading in company with someone. I see. Well, just tell me if I end up distracting you or anything. Alright. I open the book and start a prologue. I soon understand what Yuri means about reading in company. It's as if I can feel her presence over my shoulder as I read. It's not a particularly bad thing. Maybe a little distracting, but the feeling is somewhat comforting. Yuri is in the corner of my eye. I realize that she's not actually looking at her own book. I glance over. It looks like she's reading from my book. Mein Gott, Zunge!
It looks like she's reading from my book instead. So sorry. I was just... Yuri, you really apologize a lot, don't you? I do? I don't really mean to. Mein Gott, warum ist das so gut? Das ist voll cute. Und das auch mit ihr, wo ich jetzt gerade noch gesagt habe, ey, das ist irgendwie... Irgendwie gefällt mir das. Irgendwie gefällt mir sie, ihr Stil, ihr Behavior, soweit. Und jetzt voll... Zweisamkeit, schön. I don't really mean to. Sorry. I mean... Here, this should work, right? I slide my desk until it's up against Yuri's. Then hold my book more between the two of them. Oh, kawaii! I suppose so. Yuri timidly closes her own copy. Once we each lean in a little bit, our shoulders are almost touching. Oh, yes! It feels like my left arm is in the way, so instead I use my right hand to hold the book open. Wenn der linke Arm im Weg ist, wenn die links von dir sitzt, dann nimm den doch einfach über ihre Schultern und macht das doch ein bisschen, ne? Kosier! Unprotected Schulter halten, das ist nicht gut. I guess that makes it kind of difficult to turn the page. Here. Sie sitzt links! Yuri takes her left arm and holds the left side of the book between her thumb and forefinger. Oh, Jesus Christ! Oh, when does this happen? Ooh! I mean, look at her. She's so cute. Ooh! Wow. I do the same with my right arm on the right side of the book. That way, I turn a page and Yuri slides it under her thumb after it flips to her side. Oh, cute! But when holding it like this, we're huddled even closer together than before. It's actually kind of distracting me. It's as if I can feel the warmth of Yuri's face, and she's in the corner of my vision. Are you ready? Yeah? To turn the page. Sorry. Oh, das Side-Eye! Oh Gott, das Side-Eye! Oh Gott! Oh Gott! Oh, she's adorable! Oh my! Oh my! Kawaii! Oh dear! Oh dear! Oh dear! Oh, heavy! Oh, ich will gar nicht wissen, wo das noch hingeht mit ihr. Oh, vielleicht gehe ich doch den Fokus, dass ich sie so ein bisschen priorisiere jetzt. Das geht gerade so gut, wenn das irgendwie geht. Oh, I think I got a bit distracted for a second. I glance over at Yuri's face again, and our eyes meet. I don't know how I'll be able to keep up with her. I get you, man. That's okay. You're not as used to reading, right? I don't mind being patient if it takes you a bit longer. Oh, smile. That's probably the least I can do. Since you've been so patient with me. Yeah. Thanks. By the way, ich bin Skirt Flipper und wir flippen gerade die Pages zusammen. Ist das ein Zufall? I don't think so. Destiny. We continue reading. Yuri no longer asks me if I'm ready to turn the page. Instead, I just assume that she finishes the page before me, so I turn it by my own volition. We continue the first chapter in silence. Even so, turning each page almost feels like an intimate exchange. My thumb gently letting go of the page, letting it flutter over to her side as she catches it under her own thumb. Oh god, so cute. Hey Yuri. This might be a silly thought, but the main character kind of reminds me of you a little bit. You think so? How does she? Well, I guess she's more blunt in a lot of ways, but she also second guesses all of the things that she says and does. Like she's afraid she'll do something wrong. It's not like I can see into your head or anything, but they're kind of reminiscent of some of your mannerisms. I see. Yuri remains silent for a moment. But Skirt Flipper, that's probably a terrible thing to have in common with her. That's so embarrassing that you think that. Wait, I didn't mean it in a bad way or anything. Sorry, I really didn't know you were self-conscious about that sort of thing. I mean, I guess I more meant that it's kind of cute. Nerv getroffen. What are you saying all of a sudden? Okay, everyone! No! Mood killer Monica! No! I think it's about time we shared today's poems with each other. We might not have enough time if we wait too long. Yuri exhales, spared from finishing her thought. Is that alright, Yuri?
You look kind of down. I'm sorry if you haven't been looking forward to this. It's not. It's fine. Yuri releases her hand from the book, causing it to close on top of my thumb. Alright. I guess I'll do some more reading tonight. Or would you prefer I only read it with you? Oh! Oh dear! Yes! Oh Gott, was für ein... Oh ja! Warum flippe ich das Ding so aus? Mein Gott, aber die Überlegung, dass man sich mit ihr auf Nachmittag im Club immer trifft und dann immer zusammen das Buch weiterliest, das ist doch irgendwie voll romantic. Oh! I guess I don't have too much of a preference either way. In that case, I'll read a little more tonight. No! It'll be more fun to read with you after it picks up a bit, you know? Okay, that's a good reasoning. In that case, feel free to finish the first few chapters in your own time. Alright! I stand up. I make a mental note of where I left off in the book, then slip it back into my bag. Well, back into my bag, krasses Wort. By the way, did you remember to write a poem last night? Yeah. My relaxation ends. I can't believe I agreed to do something so embarrassing. I couldn't really find much inspiration since I've never really done this before. Well, now that everyone's ready, why don't you find someone to share with? I can't wait! Sayori and Monika enthusiastically pull out their poems. Sayori's is on the wrinkled sheet of loose leaf? Torn from a spiral notebook? Sagt man zu einem Blatt Papier aus einem Notizblock auch Leaf? Klingt so, wusste ich noch gar nicht. Sayori's is on a wrinkled sheet of loose leaf torn from a spiral notebook. On the other hand, Monika wrote hers in a composition notebook. I can already see Monika's pristine handwriting from where I sit. Natsuki and Yuri reluctantly comply as well, reaching into their bags. I do the same myself.